Hallo und herzlich willkommen jetzt zur Fortsetzung, zum Update für unsere Reisevorbereitung für Kanada. Nordmann Art Gallery on Tour. Wir planen ja Mitte Mai nach Kanada zu gehen für 5 Monate mindestens und sind in Vorbereitungen dafür. Und im ersten Video haben wir schon ein bisschen erzählt darüber. Und ich habe euch lecker gemacht auf eine Roomtour durch unser Wohnmobil. Das kommt. Und ich weiß noch nicht wann, aber ganz bestimmt verfolgt uns weiter, die kommt. Vielleicht ist es am besten, wir machen die, wenn wir unser Auto richtig vorbereitet haben auf das Verschiffen. Ja, und Vorbereitung ist eigentlich für mich das Stichwort. Was haben wir schon alles gemacht? Am Anfang stand natürlich die Vision. Ich bin vor etwa ein bisschen mehr als 20 Jahren war ich schon mal drüben in Kanada bei den Indianern im Blackfeet-Reservat, damals in der Nähe von Calgary, und habe erste Erfahrungen mit Kanada und auch mit den First Nation People gemacht und war einfach total berührt und fand das mega spannend. Dann einige Jahre später bin ich mit meiner Tochter dort gewesen in Kanada. Und zwar war es so, dass meine Tochter arge Schulprobleme hatte und das Homeschooling ja in Deutschland nicht erlaubt ist. Und dann sind wir für 1,5 Jahre auf Reisen gegangen und auf diesen Reisen habe ich sie unterrichtet und habe Künstler in aller Welt besucht und natürlich auch selbst gemalt. Das nannte sich damals die Kunstwalz. So, und auf dieser Kunstwalz habe ich natürlich Freundschaften geschlossen, Künstler kennengelernt. Und im Grunde ist dies jetzt eine Fortsetzung dieser Kunstwalz, quasi Kunstwalz zweiter Teil. Das ist die Vision, das ist der Traum. Und natürlich der Traum, das zusammen mit Gerhard zu machen. Gerhard war noch nicht in Kanada und ja, es ist einfach mega spannend als Paar, in so ein neues Abenteuer zu gehen. Ja, was musste an Vorbereitung alles gemacht werden? Wir haben erzählt, wir haben also uns damit beschäftigt, was für ein Fahrzeug das Richtige ist und haben herausgefunden, Pickup ist gut. Tischerkabine, wir haben mit Glück beides bekommen. Ja, dann haben wir vor einem Jahr schon reserviert, das Schiff nach Kanada, weil wir im Grunde nicht mehr fliegen wollten. Wir möchten so möglichst wenig die Umwelt belasten mit dem, was wir vorhaben. Und haben diesen Platz reserviert an Bord, sowohl für uns als auch gedacht für das Wohnmobil. Leider geht es nicht, dass wir als Passagiere mitkommen, einfach noch wegen Corona. Wir mussten also jetzt einen Flug buchen, aber das Schiff fährt trotzdem. Ach, aber das Wohnmobil fährt natürlich mit dem Schiff rüber. So, dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe neulich bei Seabridge angerufen und habe gesagt, oh Mensch, was können wir da alles auf die Rücksitze legen? Und dann hat sie mich nur entgeistert, nicht angeguckt, ich konnte sie ja nicht sehen, aber das Telefon, ich konnte ihre Entgeisterung merken. Sie sagte, ganz ruhig, stellen Sie sich vor, 12 Meter hohe Wellen und Ihr Wohnmobil schaukelt auf diesen Wellen. Alles, was da hinten auf der Rückbank liegt, wird zum Geschoss. Huch, da habe ich erst mal gemerkt, wow, ist das spannend. Okay, die Reisevorbereitungen bedürfen wirklich schon ziemlichen Bewusstseins und Genauigkeit. Eine andere Frage ist, was machen wir eigentlich mit unserem Haus hier? Wollen wir das ein halbes Jahr stehen lassen, unbewohnt? Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und da habe ich meine Freundin Gretje gefragt, Mensch, hast du nicht Lust, für ein halbes Jahr in unserem Haus zu wohnen, das zu hüten? Und wir haben hier 2 Ferienhäuser, die auch mit zu betreuen. Und Gretje hat spontan Ja gesagt, so wie sie ist. Und das finde ich total klasse. Und ich habe gedacht, das ist bestimmt auch für euch interessant, einmal Gretjes Hintergründe zu erfahren und zu hören, was sie davon hält, hier in der Zeit unser Haus zu hüten. Und ja, sie ist jetzt zu Hause in Nordfriesland und dreht ein Video drüber, das ich euch jetzt hier reinsetze. Hallo, hallo, ich bin Gretje. Ich werde in diesem Jahr im Sommer das Haus von Gesche und Gerhard einhüten in Dänemark und die beiden Ferienwohnungen betreuen. Ich freue mich sehr auf diese Arbeit und auf dieses Vergnügen und ich möchte euch kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Gesche und ich sind schon sehr lange Freundinnen und wir haben unsere Kinder gemeinsam großgezogen. Ich habe auf ihre Kinder aufgepasst und dafür eine Gemüsekiste bekommen und wir sind zusammen auf spirituelle Workshops und indianische Camps gegangen und haben sehr viel gemeinsam erlebt. Und es gab
immer wieder Berührungspunkte und Gesche ist für mich eine große Inspirationsquelle immer wieder gewesen, weil sie nämlich so eine Frau ist, die einfach sich Ziele gesetzt hat und die auch durchgezogen hat. Und dazu gehöre ich auch, auf eine andere Art. Genau, und jetzt ist es so gewesen, dass Gesche zu mir kam und wir einen Spaziergang gemacht haben und sie von ihrem Traum, Kanada zu besuchen, zu bereisen mit Gerhard in einem Wohnmobil erzählte und dass sie jemanden suchen, der das schöne Auberg, das Haus am Meer, einhüten und betreuen möchte. Und da habe ich mich direkt angesprochen gefühlt. Und da ich sowieso gerade an dem Ort, wo ich gewohnt habe, meine Koffer packen wollte, habe ich das getan, habe sie eingelagert in ein Lagerhaus und habe meine Flügel ein bisschen in den Wind gestellt. Und ein halbes Jahr lang übergangsweise bin ich jetzt in einer wunderbaren Ferienwohnung bei einer ganz tollen Frau und einer Tochter und einem Hund und einer Katze. Und dort begegnete mir eine richtig schöne Fügung, denn mein Leben war immer so ein kreativer Pool. Ich habe viele Ausbildungen gemacht in Intuitionsschulung und Visopädie und Biodanzer, Lehrerin bin ich auch. Ich habe Kurse gegeben für Menschen zum Thema Lebensfreude und auch Menschen mit Beeinträchtigungen. Und jetzt meine neue Idee ist einfach in die Kitas zu gehen, weil die Kinder brauchen einfach jetzt viel Input. Und dafür gehe ich jetzt los und ich kann das auch in beiden Ländern machen. Deswegen ist Dänemark für mich nicht weit. Wir wohnen hier an der Grenze. Meine Kinder leben in Dänemark. Und so bin ich da gleich Feuer und Flamme gewesen von dieser Idee, ein halbes Jahr im Haus am Meer zu leben. Weil ich auch noch so ein bisschen auf der Suche nach meinem Platz und Ort bin. Genau. Und natürlich auch, wie kann ich mit meinem Leben, mit meiner Lebensidee, mit meiner Lieblingsbeschäftigung, nämlich zu tanzen, auch erfolgreich und finanziell erfolgreich sein. Genau, das ist jetzt der nächste Schritt, den ich hier gegangen bin, indem ich in diesem Haus hier wohne und dort der Coaching-Ausbildung von Damian Richter begegnet bin. Ich hatte schon 4 Wochen den Go-Kursus gemacht und jetzt bin ich in die VHK-Ausbildung eingestiegen. Und ich bin richtig glücklich, weil das alles so zueinander passt. Und Gesche und ich, wir sind einfach eine richtige Austauschfreundschaft geworden. So vom Herzen her berühren wir uns und gehen gemeinsam vorwärts, auch in diesem Prozess, dass die beiden jetzt nach Kanada fahren und ich dieses Haus hüte. Das ist wirklich eine größere Idee, die dahinter steht, dass wir da gemeinsam uns unterstützen und wachsen sehen. Genau, also das ist so die Idee gewesen, die so entstanden ist, meine Sehnsucht nach einem Haus am Meer und die sich jetzt so ausweitet und immer größer wird und größer und der Adler fliegt. Ja, das ist so meine Geschichte in Kurzform. Liebe Grietje, ich freue mich, dass du die Flügel aufspannst und zu uns geflogen kommst, um unser Haus zu hüten und unsere Feriengäste zu betreuen. Und ich weiß, bei dir ist alles in guten Händen und du ermöglichst uns, sorgenfrei losfahren zu können. Und das finden wir beide sehr kostbar und sehr wertvoll, diese Vertrauensbasis, die wir miteinander haben. Und die gegenseitige Inspiration, Austausch, das ist sehr bereichernd. Und so entsteht eine Basis für das ganze Projekt. Danke. Die Galerie in Bredstedt ist übrigens geschlossen während der 6 Monate. Wir kommen dann mit neuen Eindrücken und neuen Bildern zurück und freuen uns dann, ab 1. November dort wieder aufzumachen. Was wir noch gemacht haben, ist schon mal das Einreisevisum ETA für Kanada und für meine Tochter, die dann über USA zurückfliegt, auch ESTA, also ESTA. Ja, das hatte ich doch gar nicht erzählt bei der Tochter Ideala, mit der ich damals diese Kunstwalz gemacht habe, diese 1,5 Jahre auf Reisen. Die kommt also auch für 5 Wochen rüber, reist direkt zu meiner Freundin Cheryl. Und da treffen wir uns dann. Wir werden bekannte Orte aufsuchen, wo wir schon damals gewesen sind. Wir werden Künstler besuchen, die wir damals getroffen haben. Und wir werden gemeinsam Richtung Norden fahren. Und es hört sich vielleicht immer alles so wahnsinnig leicht an. Ja, wir machen dies, wir machen das. Aber es ist auch wirklich innerer Wachstum, innere Beschäftigung damit. Es geht mir auch zwischendurch mal, wie soll man sagen, also die Pumpe, ich habe mal ein bisschen Angst und manchmal denke ich auch, oh mein Gott,
so lange weg, geht das überhaupt gut? Und dafür habe ich mir ein Visionsbuch gezeichnet. Da bin ich immer dabei und wenn ich merke, oh, da kommt eine Angst hoch, dann gucke ich rein oder ich setze mich mit dieser Sorge auseinander und transformiere das ins Positive. Ich zeige euch ein paar Bilder dazu. Einmal so ein Bild, da habe ich mich schon mal in Kanada gemalt. Hier bin ich, Kanada, ich komme. Und als ich das fertig hatte, wusste ich, wow, es gibt nichts mehr daran zu zweifeln, wir fahren hin. Und dann habe ich gleich ein zweites gemacht, wo Gerhard und ich schon in Kanada sind, am Lake Louise, mit der Landschaft dort. Und auch das gibt uns beiden im Grunde Sicherheit. Ein paar Sachen habe ich auch gesammelt oder reingeklebt in dieses Buch zum Thema Lachse. Ja, und zu diesem Thema Lachse möchte ich euch einfach noch ein bisschen eine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich damals mit meiner Tochter Indiana in Kanada war, da waren wir auf Vancouver Island und haben da am Meer gecampt. Wir hatten damals ein größeres Auto, also so ein Working Car nannte man das, also so ein Kombifahrzeug, da hatten wir Matratzen drin, haben da hinten drin geschlafen und haben dann eines Tages, als wir da Muscheln gesammelt haben, da haben wir zwei Fischer getroffen und wir waren so neugierig, wir wollten mehr wissen über die Natur und die zeigten uns Bären und die zeigten uns Sachen von der Natur und die erzählten, dass sie über diese Lachse sich sorgen. Und der eine von den beiden sagte, Mensch, kommt doch ein paar Tage zu uns nach Hause, wir würden uns freuen. Und das haben wir einfach gemacht. Wir sind zu ihm nach Hause gefahren, der wohnte in Ucluelet, nicht weit weg von Tofino, das ist manchen vielleicht ein Begriff. Und da waren wir eingeladen, das war ganz toll und er hat mich raus mitgenommen zum Lachsefischen. Und wir kamen da raus und sahen diesen Berg mit den beiden spitzen Ohren und der heißt Mount Catface. Und er erzählte mir davon, dass dort eine Kupfermine ausgeräumt werden sollte und quasi die Ohren dieser Insel abgeräumt werden sollten und dass die große Gefahr war, dass der Kupfer das ganze Lachsvorkommen dort vergiften würde. Und er hat mich um Hilfe gebeten, hat gesagt, Mensch, ihr von Europa, ihr könnt vielleicht was machen. Wir hier in Kanada können kaum was bewirken. Und ich habe ihm das damals versprochen. Und ich bin auch tätig geworden. Aber erstmal waren wir an diesem Tag noch weiter draußen. Ich habe Lachse gesehen, wie sie sprangen im Wasser. Ich habe einen Seelöwen gesehen, der mit dem Lachsen spielte, den er da gerade gefangen hatte. Das war ein Wahnsinns-Naturerlebnis. Wir haben einen Lachs gefangen und Mike, so ist der hat den Lachs zurückgegeben an Mutter Natur, weil er sagt, das erste geben wir an die Mutter Natur zurück. Dann haben wir noch zwei weitere Lachse gefangen. Ihr seht sie auf dem Bild. Und haben die abends auf Zedernholz gegrillt. Es war ein Wahnsinnserlebnis, das Ganze. Und ich habe dann dieses Versprechen in meinem Herzen mit nach Hause genommen und habe versucht, was von hier aus zu machen, mit Greenpeace Kontakt aufgenommen, habe versucht, darüber was zu schreiben und es war ziemlich erfolglos, leider. Ich habe dann vor 2, 3 Jahren einen Film gezeigt in Appenrade, das Foto zeige ich euch hier. Und es war wenig Interesse da, muss ich echt sagen. Es war enttäuschend, aber ich habe es gemacht. Mir war es wichtig, es war mir ein Anliegen. Ich habe auch Bilder dazu gemalt, die blende ich euch hier jetzt mal so zwischendurch ein. Und ihr könnt sehen, es ist mir ein Anliegen. Vor 2 Jahren zu meinem Geburtstag habe ich für die Lachse in Kanada gesammelt und ich habe tatsächlich $1000 zusammengekriegt, die ich nach drüben überweisen konnte zum Wohle des Lachses. Und habe damit 2 Initiativen Kontakt. Bei der einen habe ich immer mal an Zoom-Calls teilgenommen und ich habe Informationen gesammelt und sehe, es gibt so viel zu tun. Und ich stehe immer noch in diesem Versprechen von damals an Mike und werde diese Initiativen in Kanada, wenn es irgendwie möglich ist, besuchen und euch dann berichten und erzählen und zeigen. Unten unter dem Video werdet ihr auch, sofern es möglich ist, einen Link finden zu diesem Film, der sehr interessant ist, der das Werden des Lachses einfach zeigt und zeigt, wie groß die Bedrohung ist für den kanadischen Lachs, den Pazifiklachs, der dort in den Flüssen seine Nachkommenschaft großzieht. Dadurch, dass die Norweger nach Kanada gehen, dort in den Flüssen ihren Atlantiklachs aufziehen und in so Netzfarmen, Open Net Farms
Und die ganzen Fäkalien und Krankheiten gehen ins wilde Wasser, infizieren die freien Lachse dort. Und wenn die ausbrechen, was immer mal passieren kann, dann paaren die sich, Atlantiklachs sich mit den Pazifiklachsen. Und es entsteht eine Lachszucht und die Lachse sind nicht mehr lebensfähig. Und das ist ein Drama, denn ganz Kanada und Alaska ist von den Lachsen abhängig. Das ist also ein riesen Kreislauf. Selbst die Wälder wachsen durch die Lachse. Also ich hoffe, ich kann euch auch mit dem, was wir da in Kanada erleben, für dieses Thema etwas sensibilisieren. Vielleicht reicht das auch schon für heute an einem kleinen Update. Bleibt dran, bitte, wer es noch nicht getan hat, abonniert unseren Kanal und bleibt dabei, damit ihr uns folgen könnt. Ach ja, doch, es gibt noch was. Es gibt natürlich noch weitere Herausforderungen. Zum Beispiel haben wir uns lange damit beschäftigt, brauchen wir Dachgepäckträger. Wir haben gedacht, oh, nehmen wir einen Kajak mit. Wir haben uns dagegen entschieden. Dachgepäckträger haben wir uns auch dagegen entschieden, weil wir müssen wirklich mit dem Gewicht sparen. Haben nur wenig Möglichkeit zuzupacken und ein Dachgepäckträger ist zu viel. Wir haben dann die Gasflaschen, die es in Kanada gibt, die passen überhaupt nicht in unser Wohnmobil, die sind zu dick. Und ja, und dann gibt es die Möglichkeit, feste Gasflaschen einzubauen, die man mit diesem LPG-Gas betanken kann. Das wollten wir gerne. Aber wegen Corona werden diese Gasflaschen nicht nach Deutschland geliefert. Wir können die nicht einbauen lassen. Mussten für uns eine andere Möglichkeit finden. Und es gibt es tatsächlich auch, es gibt solche Adapter, mit denen unsere deutschen Gasflaschen direkt in Kanada betankt werden können. So, das muss man alles erstmal für sich rausfinden und abwägen, wie will man damit umgehen. Ja, wir haben dann noch vor, eine Drohne zu kaufen. Damit habe ich auch sehr abgewogen, weil eigentlich mag ich die Dinger nicht. Aber das kommt ja auch immer darauf an, wie man sie anwendet. Ich bin mal von so einem Teil verfolgt worden und das fand ich ganz ekelhaft. Aber wenn die für richtig tolle Landschaftsfotos gebraucht werden, ich stelle mir vor, wie ich da in der Landschaft sitze und mal und das Ding kommt da von oben runter und ihr könnt sehen, wo wir da sind und was ich da mal, dann glaube ich, kann das richtig toll sein. Ja, so gibt es ganz viele Sachen, mit denen wir uns noch auseinandersetzen müssen. Ich lerne jeden Tag jetzt Französisch, weil wir kommen ja an im französischen Teil und wenn wir dann spätestens, wenn wir nach Quebec kommen, da wird nicht mehr viel Englisch geredet und mein Französisch ist auf einem ziemlich niedrigen Niveau. Aber mit Duolingo habe ich ja noch ein bisschen Zeit, werde ich schon so weit hinkommen. Und das bringt mir eigentlich auch richtig Spaß. Ja, soweit erstmal. Demnächst mehr. Herzliche Grüße und euch alles Liebe und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.